Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Wissensgeist TV. Mein Name ist Nicole Hammer. Heute sprechen wir mit einem Mann, den die Schweizer Justiz und Swissmedic seit Jahren wie einen Schwerverbrecher behandeln, obwohl er als Arzt genau das getan hat, was der Hippokratische Eid von ihm verlangt: Schaden abwenden und Leben retten. Dr. Manuel Albert hat während der Corona-Inszenierung Ivermectin besorgt und eingesetzt. Ein Wirkstoff, der in zig Ländern Millionen Menschen geholfen hat und in vitro bereits 2020 gegen SARS-CoV-2 wirkte. Dafür wurde er kriminalisiert, seine Medikamente vernichtet, sein Ruf beschmutzt und jetzt vom Kantonsgericht Schwyz mit 29.700 Franken Geldstrafe plus Kosten überzogen. 90 Tagessätze à 330 Franken auf Bewährung. Das Kantonsgericht hat am 24. Februar 2026 das Bezirksgerichtsurteil im Kern bestätigt und sogar verschärft. Berufung und Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft wurden abgewehrt, aber nicht zugunsten der Therapiefreiheit, sondern zugunsten der Staatsdoktrin. Manuel Albert steht heute hier als Symbol dafür, was passiert, wenn ein Arzt es wagt, nicht blind der Pharmalinie zu folgen. Wir reden heute nicht über wissenschaftliche Übereinstimmung, sondern über Macht, Zensur, wirtschaftliche Interessen und die Frage: Darf ein Schweizer Arzt in einer Krise noch seinem Gewissen und seiner medizinischen Überzeugung folgen? Oder muss er kuschen? Manuel, vielen herzlichen Dank, dass du trotz allem weitermachst. Danke vielmals, Nicole. Ja, das ist für mich selbstverständlich. Das ist wie ein innerer Auftrag, ich kann nicht anders. Ich habe da begonnen und ich kann nicht einfach mitten im Prozess aufhören. Das geht nicht. Das ist wie eine innere Stimme, die mir sagt, du hast, du hast dich da reingeschickt und jetzt gehst du bis zum Ende damit. Das ist dein Auftrag. So fühle ich das auf jeden Fall. Das Kantonsgericht hat sich jetzt in zweiter Instanz wegen mehrfacher und vollendeter Widerhandlung gegen das Heilmittelgesetz sowie wegen Hinderung einer Amtshandlung verurteilt. Wie fühlt es sich an, vom Staat als Krimineller behandelt zu werden, nur weil du versucht hast, Menschen vor schwerer Erkrankung und Tod zu bewahren? Ja, die Frage ist immer, wer ist eigentlich der Staat? Und ich fühle mich von den Leuten, die mich tragen, supportieren, natürlich nicht abgelehnt, sondern als das wahrgenommen, das ich bin. Und nur diese Justiz, diese Menschen nehmen mich nicht wahr als Mensch und Arzt. Und sie haben auch alle Beweise meines Anwalts ignoriert. Auch die Begründung des Urteils ist ja noch nicht eingetroffen. Daher ist es schwierig, noch zu beantworten, auf das Urteil zu antworten. Aber das wird noch kommen und wir werden unsere entsprechenden Antworten noch geben. Also, die Frage ist eben immer, wer ist der Staat? Ich finde, der Souverän ist der Staat und ich nehme dieses Gericht nicht als uns vertreten, das den Souverän vertretend war. Darum ist es mir an und für sich ein bisschen egal. Es berührt mich nicht einmal mehr so sehr, sondern ich sage einfach, sie haben eine Gelegenheit nicht wahrgenommen, wo sie sich endlich auch gegenüber der Eidgenossenschaft als Kanton Schwyz hätten, als der oppositionelle Kanton Schwyz, der sie ja meistens sind gegenüber Bern, hätten sie sich mal behaupten können und endlich einen Anfang in der ganzen Aufarbeitung dieses Covid-Betruges hätten sie in Angriff nehmen können. Aber sie haben diese Gelegenheit haben sie nicht wahrgenommen. Fertig, Punkt. Es ist in ihrer Verantwortung. Sie müssen schlussendlich mal dafür gerade stehen. Und sie werden gerade stehen müssen. Ich bin überzeugt, dass diese Zeit kommt. Welcher Punkt im Dispositiv des Kantonsgerichts macht dich am meisten fassungslos? Es ist diese völlige Willkür und Inkompetenz des Kantons und der Swissmedic, die von mir aus gesehen nur gesteuert sind durch Politik und die Pharma.
Sie gehen nicht wirklich auf den Grund. Sie lassen auch nicht andere Experten zu Wort kommen, die der Swissmedic widersprechen, der Pharma widersprechen. Sie ignorieren das alles. Auch was im Ausland vor sich geht, vor allem auch in den Vereinigten Staaten. Das geht sie wie nichts an. Sie stellen sich wie darüber, nur sie hätten Recht. Obwohl sie genau wissen, dass sie nicht Recht haben. Sie schützen einfach noch ihre Privilegien und ihren Einfluss, den sie im Moment in der Politik noch haben. Mein Verteidiger hat sehr klar argumentiert. Ivermectin war in der Schweiz zugelassen, nur nicht für Covid. Warum darf Swissmedic und Co. trotzdem so tun, als wäre ein zugelassenes Medikament plötzlich ohne Zulassung, sobald ein Arzt es off-label-use gegen eine staatlich unerwünschte Krankheit einsetzt? Das muss die Swissmedic beantworten. Mein Off-Label-Use heißt, dass der Arzt in seine volle Verantwortung geht. Das heißt, er muss sich erkundigen, ob dieses Medikament hilfreich sein könnte gegen eine gewisse Krankheit und vor allem, dass es wenig Schaden verursachen kann durch Nebenwirkungen. Er muss er muss in die volle Verantwortung gehen zu dem, was er dann verschreibt. Aber es ist in seiner Kompetenz, das zu entscheiden. Und da hat auch der Staat und die Swissmedic nichts daran zu rütteln. Das Bundesgericht hat früher sehr deutlich gesagt, Ärzte haben Therapiefreiheit. Warum wird diese Freiheit jetzt faktisch aufgehoben, sobald eine Pandemie ausgerufen wird und die Pharmaindustrie andere Pläne hat? Ich denke, sie haben sich einfach vollständig den Anordnungen der WHO unterworfen, ohne dies wirklich zu hinterfragen und zu prüfen. Sie haben einfach Delcare das übernommen, das hat man ja weltweit gesehen. Weltweit ist zur gleichen Zeit alles zur gleichen Zeit implementiert worden. Also die Maskenpflicht und diese Nötigung, sich impfen zu lassen. Es war eine weltweit koordinierte Aktion, gesteuert auch durch die WHO und durch die Pharma. Das ist völlig klar. Und durch die Politik, die das unterstützt hat dahinter. Und von mir aus sind einfach nur pekuniäre Interessen dahinter. Man wollte möglichst viel verdienen und auch einen Teil der Bevölkerung, der Weltbevölkerung reduzieren. Weil schon seinerzeit der Club of Rome hat ja gesagt, dass es zu einem Problem werden könnte für die Welt, so viele Menschen zu ernähren, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Aber es geht darauf zurück, dass sie einfach die Bevölkerung reduzieren wollen, weil eine geringere Bevölkerungsanzahl kann man besser kontrollieren. Es geht nur um die Kontrolle. Du und deine Verteidigung habt euch auf Rechtfertigen, Notstand und Pflichtenkollision berufen. Wie kann es sein, dass ein Gericht das einfach wegwischt, obwohl du überzeugt warst, dass Menschen ohne Ivermectin sterben oder schwer erkranken würden? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich meine eben, sie haben einfach nur Anordnungen befolgt, ohne sich wirklich selber zu informieren. Und es gab ja seinerzeit außer der Impfung gab es keine andere Empfehlung durch die Swissmedic und durch das BAG. Gab es außer der Impfung haben sie nichts vorgelegt, obwohl bekannt war, dass es solche Mittel gegen Covid-19 gab und gab, wie zum Beispiel ganz als erstes das Hydroxychloroquin, das ja auch durch Professor Raoul in Frankreich propagiert wurde, der das auch angewendet hat, das Hydroxychloroquin angewendet hat, erfolgreich angewendet hat bei seinen Patienten, auch ambulant. Der hat ja durch das mit dem Hydroxychloroquin und einem Antibiotikum und Zink hatte er 85% Erfolgschancen, ambulant. Das konnte er nachweisen. Aber die französische Regierung hat gleich darauf hat sie verboten, dass Hydroxychloroquin in den Apotheken verkauft werden konnte. Und es war früher in Frankreich frei, dieses Hydroxychloroquin, ein Antimalariamittel, konnte jeder ohne Rezept in der Apotheke holen. Und dann haben sie es einfach verboten und aus den Apotheken entfernt.
Auch da zeigt sich wieder, dass das eine koordinierte Aktion des Staates war, unbedingt die Impfung zu implementieren, damit man keine gegen andere Mittel hatte, weil es hätte bedingt, wenn andere Mittel zur Verfügung gestanden hätte die Impfung zum selben Preis, zum selben günstigen Preis angeboten werden müssen. Und dann wäre das ganze Milliardengeschäft bachabgegangen. Gegangen. Und das wollten sie vermeiden. Sie wollten einfach auch riesigen Profit daraus generieren. Und da gibt es noch ich habe letztens jetzt ein Interview auch gehört von Konstantin Beck, dieser Mann, Statistiker aus Luzern, der gesagt hat, dass für jede Impfung, die verkauft wurde, die Swissmedic 8 Promille des Verkaufspreises bekommt. Es handelt sich daher eigentlich um einen Off-Label-Use, also nicht illegal, diese Impfung durchzuführen, aber es ist dann in der Verantwortung der impfenden Ärzte. Und damit werden die auch zu Compliance, die haften dann auch bei Haftungsklagen eventuell. Und was noch interessanter ist, tatsächlich ist die Zulassungsstelle Swissmedic gemäß Heilmittelverordnung am Verkauf dieses Impfstoffs finanziell mitbeteiligt. Wir haben also eine Zulassungsstelle, die objektiv entscheiden soll, ob ein Impfstoff auf den Markt kommt oder nicht. Und wenn sie sich positiv entscheidet, verdienen sie Geld. Und wenn sie sich negativ entscheidet, verdienen sie das nicht. In anderen Ländern hat man andere Ausdrücke dafür. Also auch da ein Geschäft für die Swissmedic. Durch jede Impfung, die verkauft wird, verdient die Swissmedic mit. Und mit diesen alten, auch wirklich nützlichen und wirksamen Mitteln wie Ivermectin-Hydroxychloroquin hätte sie nichts daran verdienen können. Also dann geht es hier auch wieder um Profit und nicht um Gesundheit. Man denkt immer um Profit. Manuel, damals hattest du eine Hausdurchsuchung gehabt. Die Polizei ist damals ohne Vorzeigen des Hausdurchsuchungsbefehls gewaltsam vorgegangen, Spion zugeklebt und die Tür aufgebrochen. Warum wird so ein Verhalten von den Gerichten gedeckt und stattdessen wirst du wegen angeblicher Hinderung da verurteilt? Kannst du was dazu sagen? Es kam mir vor wie ein Überfall. Sie da, weil sie haben sich plötzlich auftaucht, haben unten geläutet, sie seien von der Polizei. Sie haben einen Durchsuchungsbefehl mit der Staatsanwältin, ob sie eigentlich allein lassen wollen. Und dann hat sie liegen jemand dann rein, dann sind sie von ihrer Tür gestanden, hat sie riechen, sagt nein. Also heisst die Praxis oder in einer Wohnung? Meine Wohnung im Wald, meine Privatwohnung drin. Und dann hat sie einen Schlüsseldienst aufgeboten und hat die Tür aufgebrochen. Die reingekommen, dann haben wir leicht gewehrt, dann hat sie dann zum Boden gezerrt und hat mir auf den Bauch und haben mir Handschellen angelegt. Das ist ein schweres Verbrechen. Natürlich bin ich ein bisschen emotional geworden. Das ist ja normal, dass man emotional wird. Dann bin ich so etwas, oder? Und dann ist gekommen, und durchsucht, dass ich unrechtmäßige Atteste ausstelle. Und das Zweite ist eben noch, dass ich auch unrechtmäßig Medikamente verteile, die die Swissmedic nicht zulassen. Stimmt nicht. Also anwesend war, wo sie dann gesagt, die Polizei? Die Polizei und eine Staatsanwältin und irgendwie noch eine von der Kantonsapotheke war noch da gewesen, um diesen Medikamenten zu schauen. Ja. Ja, und ich habe versucht, in dieser Zeit eben Leute aufzubieten, was dann auch gelungen ist, die auch gekommen sind, oder? Also Sie haben in dem Fall geschaut, dass auch Österreicher auftauchen? Natürlich, klar, was sollte ich gehen? Das muss man zeigen. Die Gewalt, die hier einfach bei den umgeschobenen Bürgern angetan wird. Ich bin noch nie ein Strafregister, nichts. So, einfach nur weil ich das Gelöbnis vom Arzt umsetzen tue, nach dem hippokratischen Eid, wo die Primärheit nicht zu schaden. Und in der Genfer Konvention steht das auch. Und das mache ich, indem ich Attest ausgestellt habe, vor allem für Kinder, wo man sie gezwungen hat, in den Schulen Masken zu tragen, in der Primarschule schon. Sie haben sogar jetzt anfangen in den Kindergarten. Kinder Masken, wo man genau weiss, dass es total schädlich ist. Aber sie anerkennen, sie wollen das nicht wissen. Das haben sie gemacht. Das ist für sie unrechtmäßig, das ist für sie Fake-Attest.
Gefälligkeitsattest. Nein, die Attests sind da, um sie zu schützen. Weil Maske ist schädlich. Wenn keine Maske tragen, ist eben nicht schädlich. Und jetzt plötzlich, auf einen Tag, auf dem anderen, wo man hat der Regierungsrat gesagt, keine Maske mehr tragen, Bundesrat sagt, ab heute gibt es das Virus nicht mehr, ab heute ist gut, ist es sicher. Wer glaubt denn noch so etwas? Wer glaubt denn noch an die wahnsinnigen Geschichten, die da oben erzählen? Ich meine, die sind alle hochpathologisch da oben. Die müssen wir endlich einsperren. Wir haben Recht auf Widerstand, wenn das Unrecht so zuschlägt. Ja, vor allem, es läuft deswegen so schon ein Verfahren von der Absichtsbehörde im Kanton Schwyz, von der Gesundheitsdirektion, wo es um die Vorwürfe geht. Sie haben ihm schon verboten, ab sofort noch Masken- und Befragungsatteste auszustellen. Dann kann man das in aller Ruhe klären. Aber das ist doch nicht recht, dass man einem Arzt, der einen hippokratischen Eid geschworen hat, verbieten, für Gesundheit da zu sein. Also das ist dann wirklich Faschismus. Und deswegen haben wir auch Einsprache eingelegt. Und ja, das kann man jetzt sachlich klären. Und warum sie jetzt mit der Staatsgewalt auffahren, ist mir völlig unverständlich. Weil sie vermutlich werden ein Zeichen setzen, auch an andere Ärzte, wo eben wahrscheinlich gleich so Teier in der Hose haben. Natürlich, und jetzt auch mit 100 Jahren anderer Ärzte ein. Und die Tatsache, dass das heute stattfindet, wo offiziell nirgendwo mehr Maskenpflicht gilt, außer im ÖV, wo es auch völlig sinnlos ist, zeigt, dass die Geschichte noch lange nicht vorbei ist. Noch lange nicht. Und sie haben ja versucht, zuerst unten an der Haustür zu läuten, habe ich ihnen nicht aufgetan. Dann hat ihnen irgendjemand, wo sie geläutet haben, aufgetan. Dann standen sie vor meiner Tür, ja, und sagten Hausdurchsuchung. Dann sagte ich, nein, mache ich nicht auf. Aber sie haben mir nie angeboten, den Durchsuchungsbefehl zu lesen. Und ich sage, wenn zum Beispiel die Staatsanwältin, die Frau Wiegett, alleine vor meiner Tür erschienen wäre und sich erklärt hätte, dass sie da einen Durchsuchungsbefehl hätte und das auch freundlich mir gesagt hätte, hätte ich ihr gesagt, dass ich der Durchsuchung meiner Wohnung einwillige oder zuwillige, aber unter der Voraussetzung, dass mein Anwalt dabei sei. Ich wollte also, dass mein Anwalt dabei sein könnte. Oder? Das hätte ich ihr gesagt. Und dann weiß ich, ob sie darauf eingegangen und gewartet hätten, bis mein Anwalt da sei. Weil ich hätte auch nicht mehr irgendwie aus der Wohnung gehen können oder irgendetwas entfernen, was sie meinten, dass ich entfernen hätte können. Ich hätte da gewartet, bis mein Anwalt da war und dann hätten sie hineinkommen können. Ganz friedlich. Aber die Aggressiven waren sie. Sie haben dann den Schlüsseldienst geholt und meine Wohnung sozusagen aufgebrochen. Und das empfand ich als einen massiven, gewalttätigen Eingriff in mein persönliches Umfeld. Und ich habe mich minimal gewehrt, indem dass ich mich eben gegen die Tür gestemmt habe. Ich hatte natürlich keine Chance, das wusste ich auch. Und dann haben sie sich auf mich geworfen. Ich weiß, ich habe dann noch geschrien, Hilfe geschrien, so. Das können einige noch bezeugen von meiner Seite, weil in dieser Zeit habe ich natürlich auch Freunde von mir habe ich anvisiert, dass da ein Überfall ist, sehr wahrscheinlich von der Polizei. Und da waren zahlreiche schon da. Und die können das wirklich beweisen, dass sie mich praktisch überfallen haben. Ich kann das nicht anders benennen als ein Überfall auf meine Integrität, in meine Wohnung, in mein persönliches Recht, ohne was vorzuweisen. Erst als ich geknebelt auf dem Stuhl stand, hat sie mir den Durchsuchungsbefehl zum Lesen gegeben, die Frau Wiegett. Also das heißt, hättest du die Tür sofort geöffnet, wenn man dir vorher höflich den Befehl gezeigt hätte? Ich hätte nur geöffnet unter der Bedingung, dass bei der Durchsuchung mein Anwalt zugegen ist. Und ich weiß, dass jeder, auch bei einer Situation, hat das Anrecht auf einen anderen Anwalt. Wenn er keinen eigenen hat, müssen Sie ihm einen Anwalt zur Verfügung stellen
noch bevor Sie mich überhaupt befragen, dann ist die Pflicht da, dass ich einen Anwalt habe. Auch einen, wenn ich keinen Anwalt, müssen Sie mir einen zur Verfügung stellen. Das haben Sie alles missachtet. Ja, also was Sie da gemacht haben, aber das war halt Überraschungseffekt. Natürlich, Sie gehen immer da auf den und natürlich, ich war auch überrascht, das ist klar, ich habe das noch nie erlebt. Sie rechnen immer damit, dass das Opfer sich dann nicht gesetzlich verhält und Sie damit dann wieder Argument mehr haben, um gegen das Opfer vorzugehen, oder? Das Gericht ordnet die Vernichtung von Ivermectin-Tabletten und Vibasin 19 an. Welche Botschaft sendet der Staat damit an Ärzte und Patienten und warum wird potenziell lebensrettende Substanz einfach zerstört? Ja, das geht auch ums Geschäft. Sie wollen einfach nicht, dass günstiges Ivermectin oder andere Medikamente, die wirken, auf den Markt kommen, weil damit verdienen sie nichts mehr. Das ist ganz klar. Es ist ein Schutz der Pharmalobby und auch ein Schutz der Swissmedic, weil sie daran ja auch verdient. Das muss man endlich mal wissen, dass auch die Swissmedic nur am Geld interessiert ist und es geht und nicht an der Gesundheit des Volkes oder der Menschen. Ja, der Manuel Albert ist ja verurteilt worden auf erster Instanz, weil er Verstoß gemacht hat gegen das Heilmittelgesetz, weil er das Ivermectin abgegeben hat. Das ist ja eigentlich ein Entlausungsmittel für Tiere. Trotzdem gibt es gute Gründe, dass man das Menschen verabreicht hat, gerade wenn sie an Covid erkrankt sind. Können Sie etwas dazu sagen? Ivermectin ist schon Ende 70er Jahre in Japan gefunden worden als ein Teil aus einem fermentierten Pilz. Und es ist eins in den 80er Jahren, 90er Jahren gebraucht worden weltweit als Mittel gegen Würmer bei Menschen, bei über 400 Millionen Menschen. Damals hat die Firma, die das dann hergestellt hat das gratis geliefert, um die Flussblindheit auszurotten in Afrika. Es ist etwa 2015 hat es einen Nobelpreis bekommen. Es gehört zu den 100 wichtigsten Medikamenten weltweit für Menschen. Es ist aber auch ein Mittel zum Parasiten bekämpfen bei Tieren, aber das nur nebenbei. Neben der parasitären Wirkung hat es eine Wirkung gegen Viren. Und ist in Indien auf der Suche nach Repurposed Drugs, also Drogen, Medikamente, die man wieder brauchen für andere Indikationen, als das wichtigste Mittel gefunden worden gegen Viren, speziell auch gegen Covid-Viren. Allein im Norden von Indien, in Uttar Pradesh, über 200 Millionen Menschen, ist es innerhalb von einem halben Jahr in jeden Haushalt geliefert worden, sodass sie nach einem halben Jahr keine Covid-Tote mehr hatten und keine Hospitalisationen mehr. Es ist also ein absolut bewährtes Mittel und ist verboten worden von vielen Regierungen, weil Big Pharma musste ihren Preis von den Impfungen dem Medikament anpassen. Wenn es ein Medikament gibt, das hilft, darf der Preis nicht viel höher sein als das, was es schon gibt. Und das hätte zu einem Milliarden weniger Gewinn geführt bei Big Pharma. Es ist also eine rein politisch-ökonomische Geschichte für die pharmazeutische Grossindustrie, Ivermectin zu verbieten. Es gibt keinen medizinischen Grund. Sie befolgen ihren Auftrag nicht. Und das hat sich deutlich gezeigt mit den Impfungen, die überhaupt nie geprüft worden sind. Auch die Impfungen sind im Prinzip ein Off-Label-Medikament, das sie nie geprüft haben und es wurden auch nie die Resultate vorgezeigt, der Pfizer und der anderen Impfherstellern. Es ist nie gezeigt, da ist alles geschwärzt worden. Und sie haben einfach nur kopiert, was das Robert-Koch-Institut gesagt hat. Sie haben genau dasselbe gemacht, genau dasselbe einfach geschwärzt, dass man keinen Einblick hatte. Und das muss endlich aufgedeckt werden. Auch all diese Dinge müssen wirklich veröffentlicht werden, auch in Mainstream-Medien, in den Zeitungen, im Tagesanzeiger, in der Neue Zürcher Zeitung, Luzerner Zeitung. Überall müssen diese Verträge offengelegt werden und gezeigt werden. Und auch hingedeutet, dass sie überhaupt nicht geprüft sind. Also die Swissmedic vertritt einfach die Impfpharma und nicht die Interessen
der Patienten, sie tut nur so. Swissmedic tritt als Privatklägerin auf, also als quasi verletzte Partei. Seit wann ist eine Behörde verletzt, wenn ein Arzt versucht, Patienten zu helfen, statt nur zuzuschauen? Also, was heißt verletzt? Es geht einfach gegen ihre Interessen. Sie wollen einfach nicht offenlegen, was für ein Spiel sie da gespielt haben. Das ist ganz klar. Und sie werden weiterhin von der Politik geschützt. Obwohl ja Anklagen bestehen gegen die Swissmedic, aber es wird einfach aufgeschoben. Es wird einfach nicht darauf hingearbeitet. Ich meine, der Kruse hat ja schon lange die Swissmedic verklagt. 6 Covid-Geimpfte haben Strafanzeige gegen Mitarbeitende der Swissmedic und gegen Angestellte des Berner Inselspitals gestellt und das heute öffentlich gemacht. Der Vorwurf: Verletzung der heilmittelrechtlichen Sorgfaltspflicht. Die Impfung habe bei ihnen zu anhaltenden und beeinträchtigenden Symptomen geführt, also ihre Gesundheit gefährdet. Seit einem Jahr ist die 45-jährige Timay Trang Joost auf Unterstützung der Spitex angewiesen. Das Haus kann die Sachbearbeiterin nur noch im Rollstuhl verlassen. Sie ist überzeugt, unter den Nebenwirkungen mehrerer Corona-Impfungen zu leiden. Ich war früher lebendig, konnte wandern gehen, konnte malen, konnte zeichnen, konnte vieles machen. Jetzt bin ich so eingeschränkt, dass es mir sehr schmerzt. Ich erlebe in der Erinnerung, was ich früher alles machen konnte. Und heute brauche ich Hilfe. Ich kann nicht mehr selbstständig ich sein. Dafür macht sie die Zulassung und Aufsichtsbehörde Swissmedic mitverantwortlich. Sie hat, vertreten durch den Zürcher Anwalt Philipp Kruse, Strafanzeige eingereicht. Er ist ein erklärter Impf- und Corona-Maßnahmengegner. Swissmedic hat mit diesen Covid-19-Impfstoffen auf mRNA-Basis neuartige Arzneimittel zugelassen, obwohl die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen dafür nicht gewährleistet sind. Außerdem hat Swissmedic es versäumt, eine Produktüberwachung zu organisieren, welche dem geschaffenen Risiko tatsächlich entspricht. Und drittens hat vor allem Swissmedic es unterlassen, die Öffentlichkeit adäquat zu informieren über die Risiken, die mit diesen Substanzen verbunden sind. Swissmedic äußert sich nicht zur Strafanzeige, da es sich um laufende Verfahren handle. Aber es geschieht einfach nichts. Irgendwann werden sie gezwungen sein müssen, das endlich anzugehen und Rechenschaft abzulegen. Aber bis jetzt passiert einfach nichts. Ja. Also Fakt ist, Ärzte wie du verletzen schon ihr Geschäft, ne, machen ihre Geschäfte kaputt. Menschen, die sich nicht impfen lassen, machen auch ihr Geschäft kaputt. Ne? Und dann werden solche Menschen wie du als Arzt angeklagt. Natürlich, es geht immer ums Geld, ums Geschäft. So ist es leider so. Sie wollten ja die Impfung um jeden Preis durchbringen und es ist ihnen leider zum großen Teil gelungen. Die Leute sind diesem Schwindel auf den Leim gekrochen. Wirklich. Und haben mitgemacht. Und die Folgen tragen viele jetzt. Man sieht es einfach an den Folgen, auch an den Langzeitfolgen, dass die Tumorhäufigkeit sehr groß zugenommen hat, dass die Fruchtbarkeit der Frauen und Männer auch massiv abgenommen hat durch diese Wirkung der Impfung. Und das kann man heute eindeutig beweisen. Aber sie wollen nicht hinschauen. Das ist natürlich ein Riesending, wenn das wirklich mal ganz breitflächig rauskommt. Dann können die zusammenpacken. Wenn die Leute das endlich realisieren, was da überhaupt geschehen ist. Das ist das größte Verbrechen, die Impfung ist das größte Verbrechen, das je an der Menschheit begangen wurde. Und sie wollten einfach einen Genozid verursachen. Die Menschheit reduzieren auf ein Maß, das sie nachher besser kontrollieren können. Gut, da zähle ich einfach dann zu den Verschwörern. Aber da bin ich kein Verschwörer. Ich bin für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit. Darum setze ich mich ein. Und ich werde nicht abweichen, diese Meinung weiterhin zu vertreten. Manuel Helmut Sterz schreibt in Impfmafia sinngemäß: Man hat alles getan, um Ivermectin, HCQ und Co. zu verteufeln, weil sonst die Notzulassung der mRNA-Stoffe gefährdet gewesen wäre.
Wie stark hast du während der Pandemie genau diese Dynamik gespürt? Das ist das Buch Die Impfmafia. Sehr gutes Buch, empfehle ich wirklich Menschen zu lesen, was da tatsächlich passiert ist. Ja. Das hab ich natürlich sehr stark gemerkt. Und ich war auch vor einigen Impfzentren und da haben wir unsere Meinung dargetan. Und das hat einfach der Reaktion der Leute, die dort standen und sich impfen ließen, das war für mich unverständlich, wirklich unverständlich. Die hatten einfach nur Angst und verdammten uns, dass sie durch uns, die Ungeimpften, angesteckt würden und dadurch wir der Gesellschaft einen großen Schaden zufügen. Dabei war schon 2020 klar, aber das war geschwächt, dass diese Impfung weder vor Ansteckung noch für die Übertragung schützte. Aber es war geschwächt. Und die Politiker haben sich nicht die Mühe genommen, sich zu informieren. Und das finde ich das größte Verbrechen der Politiker, dass sie einfach nachgesprochen haben, sich nicht selber informiert haben. Und wenn einer schon in ein politisches Amt gewählt wird, hat er die Pflicht, sich zu informieren. Das ist seine Pflicht und sie haben diese Pflicht sträflich unterlassen. Sie haben nur der sogenannten Taskforce geglaubt, aber sind keine Zweit- oder Drittmeinungen einholen gegangen, obwohl sie diese anderen Meinungen da waren, vor allem auch durch die Organisation der Ärzte, die sich dagegen gestellt haben, durch die Aletheia. Aletheia hat ihnen ja alles wirklich geschrieben, jeden einzelnen Politiker im Nationalrat angeschrieben, aber sie haben diese Dokumente überhaupt nie gelesen. Sie haben sich nicht informiert. Ja, und das finde ich das größte Verbrechen der Politiker. Sie haben alle mitgespielt. Also, und haben sich alle damit mitschuldig gemacht. Du warst nicht nur wegen Ivermectin angeklagt, Maskenatteste, öffentliche Kritik an den Maßnahmen. Ist das für dich ein politisches Verfahren, um unliebsame Ärzte mundtot zu machen? Also wer hat dich jetzt nochmal angeklagt wegen den Maskenattesten? Das war die... Also wegen den Maskenattesten wurde ich von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Und wegen dem Ivermectin durch die Swissmedic. Und es war ja noch so, dass seinerzeit ich von der Swissmedic aufgefordert wurde, ein Gespräch mit ihnen zu führen in Bern. Und da haben sie mir einen Tag, bevor ich das Gespräch mit ihnen hätte führen sollen, haben sie mir das per SMS abgesagt, das Gespräch. Also ich war ja bereit, mit ihnen zu sprechen, aber ich habe gesagt, ich komme nur unter der Bedingung, mit ihnen zu sprechen, dass ich keine Maske trage. Und dann haben sie geschrieben, ja, die Infektionszahlen nehmen im Moment wieder so zu, das sei viel zu gefährlich, wenn ich dort ohne Maske auftrete. Und darum haben sie mir dann dieses Gespräch abgesagt und mich dann darauf angeklagt wegen dem Ivermectin. Aber wegen der Maske, wegen der Verteilung von Maskenatteste wurde ich von der Staatsanwaltschaft Schwyz angeklagt. Und wie ist die darauf gekommen mit den Maskenattesten? Wie kamen sie darauf? Ja, die haben das natürlich gesehen. In den Schulen, wo die Eltern dann diese Atteste vorzeigten, haben sie diese Atteste genommen und sie dann der Staatsanwaltschaft gezeigt, oder? Obwohl, auch das war völlig illegal. Die Eltern hatten keine Pflicht, diese Atteste weiterzugeben. Das ist ein persönliches Attest für sie und auch die Schulen hatten kein Recht oder Kompetenz, diese Atteste an sich zu nehmen. Es genügte, wenn sie diese Atteste sehen konnten. Aber sie haben sie den Eltern weggenommen oder den Kindern weggenommen. Auch das war schon illegal. Aber dieses Verfahren haben sie ja eingestellt. Und da wurde ich dann schlussendlich nicht angeklagt dafür. Mhm. Ja, da wurde dann Recht gesprochen. Genau. Also ja, sie haben das Verfahren, sie haben mich nicht freigesprochen, einfach das Verfahren eingestellt. Wie hast du die Stimmung vor und während der Berufungsverhandlung erlebt? Wie viele Unterstützer waren da und wie haben Staatsanwaltschaft und Swissmedic auf die große Öffentlichkeit reagiert? Waren die eingeschüchtert ein bisschen vielleicht? Nein,
Also das Gericht war damals sehr viel ruhiger, also im Saal. Es war sehr viel ruhiger wie in Pfäffikon und es hatte mehr Richter, es waren 5 Richter. Es waren 3 Männer, 2 Frauen, also 2 Richter, die Zeugen und der Oberrichter. Und die haben sehr aufmerksam den Ausführungen meines Anwaltes zugehört und sich auch Notizen gemacht. Und irgendwie schien es mir, dass sie mir auch wohlwollend gegenüber waren. Also ich habe da nicht irgendwie eine Aversion gespürt. Was mich einfach sehr beeindruckt hat, ist die Staatsanwältin zusammen mit dieser Frau von der Swissmedic. Also da hab ich also das war jetzt mein Gefühl, eine sehr schlechte Energie gespürt. Waren beide so schwarz angezogen und einfach auch da und ich spürte einfach, das ist so unehrlich, was die da sagen und Gilt Therapie und Methodenfreiheit für Ärzte da in der Schweiz noch? Oder hat das BAG, die Swissmedic und die kantonalen Gesundheitsämter das Recht, über diese medizinischen Fragen verbindlich zu entscheiden? Zu dem Thema äußert sich heute das Kantonsgericht Schweiz im Fall vom Berufungsprozess vom Anästhesist Manuel Albert und seinem Rechtsanwalt Gerald Brey. Der Herr Albert ist nämlich verurteilt worden auf Bezirksgerichtebene, weil er Ivermectin nach seinem besten Wissen und Gewissen seinen Patienten verschrieben hat. Das zeichnet aus einen Verstoß gegen das Heilmittelgesetz. Und jetzt gibt es eine Berufung auf Kantonsgericht und auch die Richter sind heute auf dem Platz vor Ort. aber auch da spürte also dachte ich, die stehen unter Druck, die können nicht anders. Die haben einen Auftrag zu erfüllen und die handeln einfach so, weil sie, wenn sie nicht so handeln, ihre Stelle los sind. Das war für mich klar. Die sind in einer Zwickmühle. Aber sie sind erwachsene Personen und irgendwann werden sie sich auch verantworten müssen zu dem, was sie getan und gesagt haben. Ganz einfach. Jeder ist verantwortlich für seine Taten, die er tut und für was er sagt. Und das werden sie auch einmal, denke ich, werden sie da gerade stehen müssen. Im Prinzip hatte ich ein wenig Bedauern mit ihnen. Das finde ich schön, dass du das sagst, dass man dann auch Mitgefühl hat. Man weiß, die haben eine kognitive Dissonanz, die würden es ja gar nicht aushalten. Ne, der ein oder andere nimmt wahrscheinlich Drogen oder vielleicht auch Alkohol. Weil wie willst du das? Die Menschen müssen das doch auch spüren, dass sie da halt jemanden verurteilen, der unschuldig ist. Und du wolltest mich Ja, das ist, mein, der Mensch ist sehr, sehr, sehr variabel. Es gibt Menschen, die können das einfach unterdrücken. Und vor allem, wenn man in einem solchen System arbeitet, wie die beiden, haben die, denke ich, ihre Seele schon längstens verkauft. Und dann spüren die das gar nicht mehr. gestatten sich das nicht zu fühlen, ne? Da wird so viel unterdrückt, da muss ja eine regelrechte seelische Natürlich, da kommt dann ganz vieles rauf, wo sie endlich aufräumen müssten. Und das ist ja allgemein in unserer Zeit. Jeder müsste vor seiner eigenen Tür mal räumen. Es beginnt bei jedem persönlich. Bevor er etwas Größeres, vor allem auch in der Politik verändern kann, muss er es zuerst bei sich verändern. Und sonst geht gar nichts in dieser Welt. Das ist leider so. Ja. Wenn du heute noch einmal vor der Entscheidung stündest, Ivermectin bestellen und einsetzen oder brav die offizielle Linie befolgen würdest, was würdest du wieder tun und warum? Ich würde absolut wieder ich würde wieder gleich handeln. Weil mein Gewissen und mein ärztliches Wissen und meine Überzeugung lassen kein anderes Handeln zu. Ich kann nicht anders. Also absolut gleich. Ich würde nichts anderes machen. Weil die Menschen sind an mich gelangt, sie wollten Hilfe und ich habe ihnen diese Hilfe nach bestem Wissen und Gewissen
aus ärztlicher Sicht gewährt und gegeben. Auch heute, ich könnte nicht anders handeln. Und das haben Sie mir ja auch beim ersten Urteil von Freienbach, haben Sie mir ja das vorgeworfen, Sie hätten mir jetzt mit diesem Urteil einen Denkzettel verpasst, da ich völlig uneinsichtig sei. Also jetzt will man dich Natürlich bin ich ziehen. uneinsichtig in ihrer Art und Weise. Natürlich, weil ich kann das, was Sie vertreten, nicht gutheißen. Ganz einfach, weil das ist gegen jegliches ärztliches Wissen und Gewissen und Handeln. Das ist einfach nicht ärztlich, was Sie da von mir verlangen. Manuel, das mit dem Denkzettel, wo steht das drin? Wo hast du es gelesen? Das ist im ersten Gerichtsurteil von Freienbach, das ich ja weitergezogen habe. Da steht in dem, wenn du das von Gerald erhalten hast, steht es dort drin im Gericht, steht es drin, dass sie mir einen Denkzettel verabreichen wollten damit, weil ich so uneinsichtig sei. Das war jetzt vom Kantonsgericht oder vom Bezirksgericht? Nein, das war vor dem Bezirksgericht. Bezirksgericht. Das Kantonsgericht hat das jetzt weggelassen. Mhm. Das haben sie nicht mehr drin. Aber wir werden ja noch sehen in der Begründung. Aber im Moment ist es nicht drin, oder? Aber beim Bezirksgericht war es drin. Also ich könnte mir das noch vorstellen, dass man das in Notizen vielleicht schreiben würde, aber dass man das in einem Urteil reinschreibt, da bin ich ein bisschen fassungslos. Ja, das war im Bezirksgericht Urteil steht das drin. Also das heißt, wenn du nicht so funktionierst, dann muss man dir einen Denkzettel verpassen. Richtig. Und sie wollten ja damit auch allen anderen Ärzten einen Denkzettel verpassen. Passt ja auf, wenn ihr euch gegen das System gegen uns wehrt, werden wir genau gleich gegen euch vorgehen. Ja, da wurde ja die Fratze des Systems bereits gezeigt und das sogar nicht Genau. schriftlich. Ja, ganz genau. Wirst du den Fall ans Bundesgericht weiterziehen? Und wenn ja, geht es dir nur noch um deine eigene Reputation, also Rehabilitation oder darum, die Therapiefreiheit für alle Ärzte in der Schweiz zurückzuerobern? Also ich und mein Anwalt warten ja noch auf die Begründung. Aber ich denke, dass ich es weiterziehen werde. Geht mir primär um die Wahrheit und Gerechtigkeit und dass die Politiker, die Ärzte und auch die Justiz mal endlich an eine wahrhaftige Aufarbeitung all dieser Covid-Maßnahmen und Lügen rangehen, dass sie endlich mal schauen, was ist da überhaupt gelaufen und woher kamen diese Befehle? Welcher Institution, welchen Befehlen sind sie gefolgt? Der WHO, warum sind sie der WHO gefolgt? Warum haben die alles so gemacht, wie die WHO das sagte? Warum steht die WHO über unserem Volk, dem Schweizer, über unserer Verfassung? Was ist das? Das ist doch absoluter Wahnsinn. Das kann doch nicht sein. Sie haben unsere Verfassung einfach ignoriert. Im Prinzip sind es Verräter. Das ist Landesverrat, das sie begangen haben. Die WHO hat da überhaupt nichts zu sagen. Und es zeigt sich ja auch, dass Amerika ausgestiegen ist aus der WHO, sie nicht mehr finanziert. Und da bin ich sehr gespannt auf das weitere Bestehen der WHO und der UNO sowieso. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Besteht da Hoffnung auf Hilfe von den USA, zum Beispiel von Ich Kennedy? denke, im Medizinischen besteht Hoffnung natürlich durch Kennedy, der ja schon einiges in Wege gebracht hat, auch diese ganzen Impfungen jetzt in den USA verbieten will, sehr in Frage stellt und auch der deutschen Regierung einen offenen Brief geschrieben hat, der Gesundheitsministerin, dass sie endlich diese Fälle von den Ärzten, die sie verurteilt haben, dass sie diese endlich revidieren und diese Ärzte rehabilitieren. Darum hoffe ich auch, dass eventuell mal ein offener Brief von JF Kennedy an unseren Bundesrat gelangt und dass er dasselbe verlangt in der Schweiz, dass auch wir Ärzte, die da
verurteilt worden sind, dass wir zu unserem Recht kommen und dass man da endlich wieder Recht spricht. Wer könnte sich da einsetzen, dass Kennedy vielleicht so einen Brief auch an die Schweizer Bundesräte schickt? Wer könnte das machen? Was glaubst du? Ja, natürlich könnte er das machen, das ist klar. Und ich überlege mich auch, diesen ganzen Fall an diese Stelle zu schicken, wo die Deutschen jetzt das hinschicken können in Amerika. Ich muss das dann noch mit meinem Anwalt besprechen, dass wir diesen ganzen Fall auch in Amerika, also dieser Institution zuschicken und auch schreiben, sie sollen auch ein Auge auf die Schweiz werfen. Obwohl ich bin überzeugt, die wissen genau, was da vor sich geht. Aber eben, das ist Politik, oder? Das ist ja, das ist das Traurige, oder? Dass die Staatsräson immer gegen das Recht des Einzelnen überwiegt und eben auch Staatsräson Unrecht machen kann, ja, wie es ihnen gefällt. Aber der Staat sind ja wir, Gottfried Stutz. Der Staat sind wir. Die Menschen, wir sind der Staat. Und nicht gegen diese Klasspolitik, die meint, sie könne sich benehmen, wie sie will. Das ist vorbei, fertig. Wir sind der Staat, wir das Volk. Sie sind für uns da und nicht wir für sie. Das ist Und wichtig. darum muss es auch endlich mal so weit kommen, dass auch die Bundesrichter vom Volk gewählt werden. Und auch die Bundesräte sollten direkt vom Volk gewählt werden und nicht durch die Parteien. Weil Parteien, sind immer wieder Partikularinteressen, Sau Häferli, Sau Teckeli. Ich gebe dir das, dafür gibst du mir das. Das ist einfach nicht die richtige Politik. Das ist ein Fels, ja. Aber diese Zeit muss kommen, dass endlich wieder Ehrlichkeit sich bewährt. Woher nimmst du nach all den Jahren der Schikane, muss man ja so sagen, Prozesse, finanziellen Belastungen und öffentlichen Diffamierungen eigentlich noch die Kraft? Woher beziehst du die? Ich kann mich relativ gut abgrenzen. Mein Leben besteht ja nicht nur aus Opposition und Prozess. Es ist viel zu vielfältig. Ich bin vielseitig interessiert und lebe zum Glück in einer guten Beziehung mit einer Partnerin. Das gibt mir Kraft. Das gibt mir Kraft und Liebe und das alles durchzuhalten. Ja. Und ich denke nicht täglich oder stündlich an diesen Prozess, sondern wieder mal, wenn man darauf reagieren muss. Aber sonst genieße ich das Leben, weil es ist schön. Wir haben ein gutes Leben hier in der Schweiz, noch immer. Und das müssen wir bewahren. Und wieder die Justiz und die Medizin und die Politik in ein richtiges Verhältnis setzen, das jedem dem Souverän dient und nicht irgendwelchen Partikulärinteressen der Pharma oder sonst welchen Gruppen, die nur Profit daraus haben wollen, oder? Und ganz allgemein, ich pflege keinen Kontakt mehr zu meinen früheren Arztkollegen, weil es geht gar nicht. Ich denke anders. In dieser ganzen Zeit bin ich auch bekräftigt worden, die Medizin aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten wie früher. Was sagst du den Kollegen, die denken, ich ziehe lieber den Kopf ein, sonst ende ich wie Manuel? Dann sage ich, das ist euer eigener Entscheid. Und ich denke, jeder Entscheid, den man fällt, für den muss man irgendwann gerade stehen. Und es liegt an Ihnen, nicht an mir. Ich muss keinen bekehren. Ich kann nur immer sagen, schau auf dein Inneres, hoch auf dein Herz. Ist es wirklich das, was es dir sagt? Hast du den Mut, dem zu folgen? Es ist dein Entscheid, nicht meiner. Was möchtest du den Menschen mitgeben, die dieses Interview sehen und die vielleicht selbst zweifeln, ob sie sich noch trauen sollen, gegen den Strom zu schwimmen? Ja, diesen Menschen möchte ich weitergeben, dass es sich wirklich lohnt, zu sich selber zu stehen, authentisch zu sein und zu leben, weil man damit oder ich damit sehr viel besser und ruhiger leben kann und vor allem auch nachts sehr viel ruhiger schlafen kann. Und ich damit, wenn ich authentisch zu mir stehe, auch gesünder bleibe damit. Ich denke immer, Ehrlichkeit währt am längsten. Und für mich ist Medizin, ist Heilen aus Überzeugung und Liebe.
Und Medizin ist nicht Krieg aus Gewinnsucht. Und dieses ganze Impfprozess, das war reine Gewinnsucht. Das kann ich meinen Mitmenschen mir weitergeben, dass sie sich wirklich zu sich selber stehen und auch den Mut haben, zu sich selber zu stehen, authentisch zu sein. Manuel, wie finanziert sich das Ganze? Jetzt ziehst du das noch weiter vom Kantonsgericht zum Bundesgericht. Das sind ja Kosten, das wird wahrscheinlich über 100.000 Schweizer Franken kosten. Du hast jetzt über das Crowdfunding, bist du jetzt ungefähr vielleicht bei 17.000. Das ist natürlich noch nicht viel, also bis zu 100.000 müsste man ja kommen. Läuft die Aktion noch? Läuft diese Spendenaktion noch? Ja, ich bin sehr dankbar für diese Spenden, die ich bis jetzt bekommen habe. Es beläuft sich so circa um die 18.000 Franken. Das ist schön, das hilft mir schon auch ein bisschen, ja. Und ich werde das Crowdfunding weiter betreiben, dass die Leute, die mich unterstützen wollen, das auch weiterhin tun können. Aber das Wichtigste für mich ist nicht unbedingt der pekuniäre Wert. Natürlich, es hilft mir. Aber das Wichtigste ist, dass sie damit, auch mit diesem Batzen, Energie generieren, gute Energie für etwas Gutes. Das ist das Wichtige, weil das wirkt auch. Das wirkt in die Zukunft und gibt mir auch Kraft, wenn ich sehe, wie viele Leute hinter mir stehen. Das gibt mir Kraft, weiterhin für diese Wahrheit und Gerechtigkeit mich einzusetzen. Darum treibe ich dieses Crowdfunding weiter. Es ist ja für alle, die gemeinsam für diese Sache sich einsetzen. Es ist wie ein gemeinsames Tun. Und es geht vor allem um die Gäste, um die Energie, die daraus generiert wird. Das ist viel wichtiger als der reine Geldwert. Darum bin ich wirklich dankbar, all die Leute, die da mitmachen und mich unterstützen. Dr. Manuel Albert wurde verurteilt, weil er Menschen helfen wollte, statt zuzuschauen. Weil er den hippokratischen Eid ernst genommen hat, statt Pharma- und Staatsinteressen. Dieser Fall ist kein Einzelfall. Er ist das Warnsignal. Wer in der Schweiz in einer Krise eigenständig denkt und handelt, wird kriminalisiert. Wenn ihr findet, dass das nicht normal sein darf, teilt dieses Gespräch, unterstützt Manuel mit einer Spende oder um das Video zu teilen, wo ihr könnt. Und vor allem, lasst euch nicht einschüchtern. Danke fürs Zuschauen, bleibt wach. Lieber Manuel, vielen herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch, für das sehr wichtige Gespräch mit dir. Danke, dass du das für uns tust und dass wir so auf der Wahrheit näher kommen. Und ich wünsche dir wirklich viel Erfolg, auch später dann am Bundesgericht. Und ja, möge die Justiz die Wahrheit aussprechen. Dankeschön, Manuel. Liebe Zuschauer. Danke dir vielmals. Danke dir vielmals, Nicole. Und eben wichtig, glaubt an euch, habt keine Angst, seid zuversichtlich, es kommt gut. Die Wahrheit zeigt sich über länger oder kürzer, kommt sie immer ans Licht. Das Licht ist stärker wie die Dunkelheit. Danke, habt ihr mir zugehört. Dankeschön. Dankeschön, Manuel. Liebe Zuschauer von Wissensgeist TV, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Danke.